Heute möchte ich euch aus meinem Gedächtnisprotokoll den Wettkampf Iron Curtain Grand Prix GSFR 1991 teilhaben lassen. Ich bin zu diesem Wettkampf im Jahre 1991 gekommen, indem ich Manuel de Bus kennengelernt habe bei einer medizinischen Fachfortbildung im Ortenaukreis. Und vielleicht die etwas Jüngeren unter euch, Manuel de Bus ist der Triathlet schlechthin, der im Jahre 1982 die Geschichte des Triathlons nachhaltig im Wesentlichen beeinflusst hat. Du stehst der Legende gegenüber, die den Triathlon nach Deutschland getragen hat. Und selbst wenn wir jetzt beigehen und sagen, der Manuel hat 1982 in Hawaii an diesem Triathlon daran teilgenommen, und damals war das gar nicht so einfach, nach Hawaii zu kommen. Denn die Amerikaner wollten damals gar keine Ausländer dabei haben. Sie wollten es im Prinzip gänzlich und alleine unter sich ausmachen. Schon da hatte Manuel damals sehr intensiv nachhaken müssen. Das waren wirklich viele Telefonate hinein in die USA. Also die waren überhaupt nicht davon erfreut, dass da Ausländer plötzlich an diesem Wettkampf, an diesem Ironman in Hawaii dran teilnehmen. Dennoch, er hat sich da nie von abbringen lassen. Ja, und dann war das auch für den Manuel soweit, dass er 1982 daran teilgenommen hat. Die 12 Stunden und, glaube ich, 40 Minuten oder 30 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren etwas mehr wie 12 Stunden. Und der 331. Platz mag aus heutiger Sicht sicherlich mit einem schmalen Grinsen versehen sein. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, hey, das war der Anfang Triathlon. Da hatten wir noch Fahrräder, da würdet ihr heute euch wahrscheinlich noch nicht mal mehr draufsetzen. Wir hatten kein Social Media, wir hatten keine GoPro. Keiner von uns hat überhaupt gewusst, dass wir daran zu denken haben, dass das, was wir heute in der Beweisführung unserer sportlichen Agenda bringen, unserer sportlichen Vita bringen, dass wir das hätten irgendwo belegen müssen. Das war damals für uns unvorstellbar. Das war Pioniergeist, ja? Da sind wir hin. Wir hatten kein Hightech-Gel und wir hatten auch da keine High-Performance-Proteine und wir hatten kein Fahrrad, das nur 7 oder 8 Kilo wiegt. Ja? Wir waren diejenigen, die eigentlich diesen Sport, diese Technik durch unsere Erfahrungen erst vorangebracht haben. Ja, in diesem Gespräch also, bei dieser Fachfortbildung, stehe ich dann einem Menschen gegenüber, der eine wahnsinnige Aura hatte, der wirklich so begeisternd darüber gesprochen hat, dass er dann gesagt hat, du, hey Frank, du bist doch auch Triathlet, ich mache da in Eking am See, liegt so hinter Nürnberg, da mache ich es auch so, jetzt so den Grand Prix, der GSFR, den organisiere ich da. Und hast du da nicht Lust, auch daran teilzunehmen? Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, in 14 Tagen später habe ich den Allgäu-Triathlon. Da sagt er zu mir doch tatsächlich, dann hast du eine super tolle Trainingsvorbereitung. Dann kannst du beim Allgäu-Triathlon richtig eine raushauen. Ja, ich habe mich dann also von Manuel da breitschlagen lassen. Ja, und dann bin ich da nach Eking am See gefahren, ohne zu wissen, was eigentlich Historisches da gerade passiert. Das war ein Wettkampf der absoluten Sonderklasse. Das war etwas Bewegendes. Jetzt ist Schwimmen nicht unbedingt meine Disziplin. Also ich habe immer geschaut, dass ich halt einigermaßen durchkomme im Schwimmen, damit ich spätestens im Laufen die wieder einsammeln kann, die mich beim Schwimmen alle überholt haben. Ja, gut. Eking am See, 3 Kilometer schwimmen. Dann die Radfahrstrecke, die war bombastisch. Ihr müsst euch das vorstellen, für diejenigen, die sich ein bisschen da auskennen. Eking am See liegt am großen Aber. Also es ist nicht Flachland.
da musst du schon ein bisschen Druck in den Beinen haben, um über diese Gebirgsketten auch drüber zu kommen, um diese Steigungen mit ein bisschen Drive auch fahren zu können. Und es war ein fantastischer, sonniger Tag. Das war einer der, im Nachhinein betrachtet, mit einer der schönsten Wettkämpfe, die ich überhaupt gemacht habe. Weil wir eine Handvoll Athleten waren, die mit den Tschechen zusammen plötzlich etwas ganz Bewegendes, etwas ganz Fantastisches gemacht haben. Es war die Zeit, in dem die Mauern zwischen Ost und West gefallen sind. Und ich kann mich direkt noch daran erinnern, dass wir die Wechselzone Rad noch auf deutschem Boden hatten, weil wir mussten unsere Fahrräder in dieser Wechselzone belassen, auf deutschem Boden. Ich weiß noch, das war ein Waldstück. Es war unheimlich warm. Also es war wahnsinnig anstrengend, schon allein von dieser Wärme her. Und dann stehst du an einem Waldstück, in dem der Stacheldrahtzaun einfach durchgeschnitten war. Und du musstest da durchlaufen. Du durftest da durchlaufen. Und damit du dich nicht verletzt, hat man ein paar Bretter über den Stacheldrahtzaun gelegt, damit du jetzt in den Bereich der damaligen Tschechoslowakei hineinlaufen kannst. Mitten im Wald. Ich weiß noch, bitte bloß nicht stehen bleiben. Da waren so viele Bremmen und so viele Stechmücken, dass wenn du stehen geblieben wärst, die hätten dich allesamt totgestochen. Es war bewegend, es war wirklich ein sensationelles Erlebnis, diesen wahnsinnigen Schritt zu machen, hinein in die Tschechoslowakei, hinein in den Bereich, wo du sagst, ja, ich laufe jetzt einfach durch. Das war sensationell. Das war so bewegend, dass du gesagt hast, hey, da ging vom halben Jahr noch gar nichts. Und plötzlich schneiden die da einfach den Zaun auf, treten den Zaun um, legen da ein Brett drüber und die sagen, so, jetzt machen wir ein Grand Prix de JSFR, wir machen Triathlon und du bist einer der Athleten, die den ersten Wettkampf machen und da durchlaufen können. Ich weiß noch, dass wir dann zu einem Skistadion gelaufen sind und da war dann auch das Ziel und es war bewegend. Es war für mich deswegen bewegend, weil auch die Menschen, die dort waren in der Tschechoslowakei, sie waren alle im Aufbruch. Es war alles ein Miteinander. Und man sieht ganz einfach, wie man das improvisiert hat. Also ich persönlich habe erstmal gar nicht daran gedacht, dass ich meinen Personalausweis mitnehmen muss. Ich bin ja plötzlich in einem anderen Land. Dann hat man uns willkommen geheißen. Dort hat man wirklich dafür Sorge getragen, dass es uns auch dann im Zieleinlauf richtig gut geht. Ich weiß noch, aber da waren Duschmöglichkeiten. Also normalerweise würden wir sagen, das sind Militärbasen, ja, okay. Aber für uns damals war das ausreichend. Und die Menschen, die in diesem Dorf waren, die haben uns willkommen geheißen. Die hätten sich auch für dich hingelegt. Dann sind wir zurücktransportiert worden in einem kleinen VW-Bus an der Grenze und dann haben wir erstmal alle gedacht, ja, die da so zusammen waren, keiner von uns hat einen Ausweis da. Wie kommen wir jetzt darüber? Wie können wir das jetzt gestalten? Ja, aber die am Zoll, die haben gesehen, dass wir Triathleten waren. Und dann haben die gesagt an der Grenze, hey, wie hat euch dieser Wettkampf gefallen? Würdet ihr wiederkommen? Die wollten da wirklich 10 Minuten an dieser Grenze. Hinten dran hat sich wahnsinnig gestaut, aber die wollten wissen, wie uns das gefallen hat und ob wir wiederkommen. Und was wir von diesem Wettkampf mitnehmen, was wir in Deutschland über die Tschechoslowakei jetzt erzählen werden. Und der Zöllner war so begeistert. Es hätte nur noch gefehlt, dass der von uns ein Autogramm haben wollte.
Das war sensationell, das war für uns, dass der sagt, hey, kommt durchfahren, ihr seid Triathleten, ihr habt an diesem wunderbaren Wettkampf, was für die Tschechen damals unheimlich bedeutungsvoll war, auch für mich, ja, haben die einfach gesagt, hey, Personalausweis, euer Personalausweis sind eure Trikots, ja, das reicht uns. Heute unvorstellbar, gar nicht mehr zu denken daran, dass wir das heute nochmal irgendwo wiederholen können. Ich habe auf meiner Webseite frankbehnke.net die entsprechende Ergebnisliste online gestellt, dass ich auch wirklich daran teilgenommen habe. Leider habe ich keine Utensilien mehr. Also normalerweise habe ich ganz, ganz viel immer gesammelt, aus den verschiedenen Wettkämpfen Andenken mitgenommen, aber aus diesem Wettkampf, da habe ich leider nicht groß was mitnehmen können, außer dass ich das jetzt aus einem Gedächtnisprotokoll heraus erzählen muss. Aber die Beweisführung, ich habe daran teilgenommen, könnt ihr auf dieser Webseite einsehen. Die Ergebnisliste habe ich online gestellt, damit man auch wirklich sagen kann, ja, du erzählst nicht davon, du bringst auch die Beweisführung, dass du es getan hast. In diesem Sinne wird der nächste Wettkampf, den ich dann darüber berichten werde, weil das auch hier einfach aus einem analogen Zeitalter kommt, aber ich dafür Requisiten mitgenommen habe, entsprechend dokumentiert sein. Hier müsst ihr euch am Ende mit meinem Gedächtnisprotokoll zufrieden geben. Aber ich vermittle euch wirklich das, was ich erlebt habe, und das war Pioniergeist und es war wirklich einer der schönsten Wettkämpfe, der erfahrungsreichsten Wettkämpfe, die ich gemacht habe. In diesem Sinne werdet ihr in Kürze vom nächsten Wettkampf von mir hören. Da habe ich dann ein paar Requisiten, die ich euch zeigen möchte, die ich mitgenommen habe, die dann auch wirklich die Beweisführung bringen. Ja, der Frank hat da nicht nur, der spricht nicht davon, der hat es auch tatsächlich, ich kann das beweisen. In diesem Sinne danke ich euch mal, dass ihr euch dafür ein bisschen das Ohr genommen habt, die Zeit genommen habt, und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen aus meinen Emotionen heraus, wie ich dazu gekommen bin, dann die außergewöhnlichen Dinge zu machen, dass ihr da vielleicht die ganze Serie euch dann anschaut, dran bleibt, und wenn es euch gefallen hat, dann vielleicht auch sagt, hey,